Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Nehmen Sie an? Ich nehme an. Was soll das? Carla. Du miese, kleine, rachsüchtige Intrigantin. Du willst dich von Andi trennen? Ja, nein. Das bringst du nicht. Dafür liebst du ihn viel zu sehr. Andi gibt sich wirklich super viel Mühe, aber es funkt einfach nicht mehr zwischen uns. Wir passen einfach nicht zusammen. Hör endlich auf, mich anzulügen! Das ist doch alles nur Show. Ich werde ihm heute noch sagen, dass es aus ist. Vanessa. Engel, jetzt überleg doch mal. Es gibt nichts zu überlegen. Ich treffe mich gleich mit dieser Evelyn und danach lässt sie euch in Ruhe. Du bist doch meine Tochter. Da wird sie sich ja bekommen was von dir sagen lassen. Und wenn sie nicht weiß, dass ich deine Tochter bin? Sie glaubt, sie trifft sich mit einer Assistentin aus dem Auktionshaus. Das kauft sie dir doch nie im Leben ab. Die hatte ich doch gesehen, als Carla mir diese Ohrfeige gegeben hat. Da hat sie ja wohl kaum auf mich geachtet. Ja, weil du ja auch immer so unauffällig bist. Na, wie auch immer. Sei bitte so freundlich und halte dich von dieser Evelyn fern. Carla, findest du nicht auch, dass... Mein liebes Fräulein, jetzt hör endlich auf, dich in meine Angelegenheiten einzumischen. Deine Angelegenheiten? Meinst du, mich betrifft das nicht? Vanessa, mir platzt gleich der Kragen. Graf Lahnstein, guten Morgen. Guten Morgen, Frau von Anstetten. Es geht um das Kongresszentrum. Allerdings werden die Details vertraulich. Frau Jones leitet das Projekt. Und sie genießt mein vollstes Vertrauen. Trotzdem würde ich gerne mit Ihnen unter 4 Augen sprechen. Sie können mich nachher im Büro von Frau Jones aufsuchen. Und sie wird natürlich anwesend sein. Wenn es nicht anders geht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, bis zum Nachmittag irgendwas Neues über Frau von Anstetten rauszufinden. Versuchen Sie Ihr Bestes. Ich möchte nicht unvorbereitet in ein Gespräch mit dieser Person gehen. Ich bin in 14 Tagen zurück. Viel Spaß ohne mich, Felix. Was meint er damit? Keine Ahnung. Weißt du denn, wo er ist? Das hat er mir nicht gesagt. Wozu auch? Habt ihr euch wieder gestritten? Nein, seit wir uns auf eine unverbindliche Affäre geeinigt haben, läuft's prima. Jeder hat seinen Freiraum und kann machen, was er will. Ja, wie du meinst. Morgen. Oh, ich glaube, es ist besser, du legst dich mal wieder hin. Der Job ruft. Ich trinke nur einen Kaffee und dann bin ich wieder fit. Ja, wie du meinst. Bis dann. Ciao. Hast du schon mit Jana telefoniert? Mir geht's ganz okay. Ein Glück. Der Brandner macht mich rund, wenn ich zu spät auf den Bau komme. Sie muss auch ganz schön fertig gewesen sein, wenn sie so viel einwirft. Jana, immer nur Jana. Dass Nico am Ende ist, ist scheißegal, oder was? Nein, aber deshalb musst du mich nicht gleich so anmachen. Tut mir leid, ich habe überreagiert. Schon okay. Weißt du, Jana ist kein kleines Kind mehr. Aber Nico fühlt sich immer noch verantwortlich, das Leben ihrer Schwester in den Griff zu kriegen. Nico wird schon noch kapieren, dass sie das nicht kann. Hoffentlich. Außerdem hat sie auch begriffen, dass sie zu dir gehört. Ihr gehört einfach zusammen. Und wer so viel durchgemacht hat wie ihr beide, der hat es doch verdient, dass er am Ende zusammen glücklich wird. Tja, wäre toll, wenn du damit recht hast. Hallo, ich habe Herrn Beurich, den Postboten, getroffen. Das war seine Abschiedsrunde, der kriegt eine ganz neue Route. Öfter mal was Neues. Ich befürchte, das sind keine so guten Nachrichten. Das ist vom Gericht. Ich schätze mal wegen der Drogensache auf dem Schulhof.
Die Vorladung eurer Lehrerin Frau Aselmeier hat den Vorfall zur Anzeige gebracht. Och, wenn ich die in die Finger kriege. Kevin ist das Schwein, der ist Ihr der Dealer könnt und... euch beide beruhigen. Unser Freund Kevin ist ein Krimineller und Frau Aselmeier hat nur ihren Job gemacht. Die hat nur ihren Job gemacht. Jana wird zugeben, wie es gewesen ist und zu ihren Fehlern stehen. Ja, wenn sie nicht bis dahin zusammengebrochen ist. Das wird sie nicht. Jana weiß, dass ich hinter ihr stehe und ich werde sie überzeugen. Tja, wer ist zuständig für schlechte Nachrichten? Ich. Und wie willst du Jana irgendwie überzeugen, bitte? Ich werde mit Andi Schluss machen. Dann weiß sie, dass ich es ernst meine. Unsere Beziehung bringt eh nur Ärger und Unglück. Ja, eure Beziehung stand nie wirklich unter einem guten Stern, aber... Bringst du das? Ich ziehe das durch. Das ist das Beste für alle. Vanessa ist doch nicht dumm. Durch dein Gemecker eben hast du sie nur misstrauisch gemacht. Wolltest du nicht schon längst im Auktionshaus sein? Dein Wutausbruch eben war alles andere als klug. Ich kenne meine Tochter und ich weiß, wie ich mit ihr umgehen muss. Sie wird denken, dass du sie aus seinem Leben raushalten willst. Also trifft sie sich erst recht mit Evelyn. Ja? Meinst du? Ja, mit Verboten erreichst du gar nichts. Zu diesem Treffen mit dieser Evelyn darf nicht kommen. Und wenn ich ihr die Zimmertür zunagel. Brillante Idee. Vanessa darf nicht erfahren, dass unsere Ehe nur ein Fake ist. Sie soll nicht wissen, dass ich eine Scheinehe mit einer, verzeih mir, Lesbe führe. Verstehst du denn nicht? Wenn es zu einem Skandal kommt, dann steht viel mehr auf dem Spiel als dein männliches Ego. Du weißt doch, mein Vater duldet unsere Verbindung nur, solange wir den Schein nach außen wahren. Ja, würde ich aber nicht gleich rauswerfen. Das ist nicht der Punkt. Ich will das Verhältnis zu ihm einfach nicht noch mehr belasten. Ja gut, dann lass dir doch auch mal was einfallen. Schließlich war diese Evelyn deine Geliebte. In der Kürze der Zeit haben die Recherchen nichts Neues gebracht. Was Frau von Anstetten angeht, bin ich leider genauso schlau wie heute Morgen. Wenn wir wenigstens wüssten, was diese Person weiß. Ja, bitte? Frau von Anstetten, ich weiß, Sie haben um dieses Gespräch gebeten. Dennoch würde ich vorerst gern noch einiges von Ihnen wissen. Bitte, fragen Sie. Wie kommt es, dass Sie so lange als Rushs Assistentin arbeiten konnten, ohne von seinen Machenschaften zu erfahren? Ich weiß, es klingt seltsam, aber ich hielt Mr. Rush lange Zeit für einen ehrenwerten Mann. Wie lange? Zu lange. Nach dem Flugzeugabsturz war es nicht leicht für mich, wieder auf die Beine zu kommen. Das ist noch lange kein Grund, sich mit Verbrechern einzulassen. Rush war der Einzige, der mir eine Chance geben wollte, ohne auf gewisse Gefälligkeiten zu bestehen. Als Geschäftsfrau hat man es in Asien nicht einfach. Nicht überall gibt es so aufgeschlossene Chefs wie hier. Das ist alles sehr rührend. Als ich erfahren habe, womit er wirklich sein Geld verdient, befand ich mich in einem Loyalitätskonflikt. Oh, wie schrecklich für Sie. Ich habe die Seiten gewechselt. Und ich möchte Ihnen helfen, Rush zur Strecke zu bringen. Sie wollen also allen Ernstes behaupten, Sie wissen erst seit kurzer Zeit, dass Rush in großem Stil Geld wäscht. Nein, geahnt habe ich es natürlich schon länger. Aber ich hatte nur Indizien. Ich kann Informationen beschaffen, die Ihnen weiterhelfen. Damit kommt die Lahnstein Holding aus dem Deal raus, ohne das Gesicht zu verlieren. Graf Lahnstein, es gibt Familien, in denen Kinder und Eltern jahrzehntelang Geheimnisse voreinander haben. Es reicht, Frau von Anstetten. Warum glauben Sie mir dann nicht, dass ein gerissener Geschäftsmann wie Rush von mir seine Schwarzgeldschieberei vertuschen konnte? Engelchen. Vanessa! Ach, Maus, jetzt lass uns doch noch mal drüber reden. Hm? Einverstanden. Fein. Aber erst treffe ich mich mit Evelyn. Nein, das wirst du nicht tun. So wie du dich benimmst, ist bestimmt was oberfaul. Vanessa, dein Vater hat keine Geheimnisse vor dir. Er will nur endlich einen Schlussstrich ziehen, um mich nicht weiter zu belasten. Genau. Wir gehören zusammen. Wir beide lieben uns. Jetzt.
Vanessa, ich kann dir verstehen, dass du wissen willst, für welche Frau dein Vater seine Ehe aufs Spiel gesetzt hat. Fast aufs Spiel gesetzt. Eigentlich geht's mir nur um euch. Ich will euch doch nur helfen. Vanessa, du würdest uns einen großen Gefallen tun, wenn du auf das Treffen mit Evelyn verzichtest. Wenn das so ist, dann sage ich das Treffen natürlich ab. Oh, das tut mir leid, wenn ich... Schwamm drüber. In jeder Familie gibt es mal Missverständnisse. Habt ihr Lust auf einen Stadtbummel? Ja, aber ein Stadtbummel ohne Shopping ist langweilig. Da hast du allerdings recht. Oh ja. Und wie ich deinen Vater kenne, wird er sich bestimmt nicht nehmen lassen, auch zu zahlen. Nicht wahr, Schatz? Hast mich wieder mal durchschaut, Schatz? Hi. Hi. Ist Anni da? Andere Baustelle. Aber ich wollte gerade in den Club runter. Also wenn du die Wartezeit bis zu seiner Mittagspause sinnvoll überbrücken willst, dann... Ja, danke. Ich habe vorhin übrigens mit Andi gesprochen. Ich meinte, Jana geht's wieder besser. Wenn er das so sieht, ist ja auch am bequemsten. Du kannst deine Schwester nicht ihr Leben lang an die Hand nehmen. Das ist aber meine Sache. Und die von Andi. Ja, nicht mehr lange. Du willst doch nicht etwa mit dem Schluss machen. Er versteht einfach nicht, dass ich mich jetzt um Jana kümmern muss. Aber Andi liebt dich. Und du liebst ihn doch. Was verstehst du schon von Liebe? Entschuldige, ich wollte dir nicht wehtun. Schon okay. Wenn ich wirklich Ahnung hätte, würde ich nicht ständig nur auf die Arschlöcher reinfallen. Vielleicht liegt das daran, dass du einfach keine richtige Beziehung willst? Ja, ich nicht. Aber bei euch ist es was anderes. Ihr gehört zusammen. Liebe findet ihren Weg. Gegen alle Widerstände. Ach, eines würde mich noch interessieren, Frau von Anstetten. Warum gehen Sie nicht einfach zur Polizei und erstatten Anzeige gegen Rush? Eine Anzeige würde auch ihren Sohn treffen. Und damit die Holding. Das ist ihre Entscheidung. Nehmen Sie ihr den Sinneswandel ab? Ist es ein Versuch wert? Es ist ein Risiko. Ohne Risiko kein Gewinn. Fragt sich nur, wie hoch dieses Risiko ist. Tanja von Anstetten, das ahnungslose Opfer der Machenschaften des bösen Mr. Rush. Netter Versuch. Ist dumm nur, dass mein Vater dich durchschauen wird. Alles andere würde mich auch wundern. Ich erklär's dir später. Freu dich einfach, dass ich einen Fuß in der Tür habe. Ich werde trotzdem sehr verbunden, wenn du mir einige Details verraten könntest. Das könnte ich. Aber warum sollte ich? Ich habe einen Plan. Und wenn ich damit durch bin, ist die Jones draußen. Und ich bin der Mensch, dem Johannes Graf von Lahnstein am meisten vertrauen wird. Sind doch schöne Aussichten. Warum sollte ich dich da mit Einzelheiten langweilen? Also nochmal mache ich das nicht mit. Nochmal nicht. Also noch eine Tüte und ich brech zusammen. Kommt ihr jetzt bitte? Carla, das ist wirklich unglaublich. Da versuche ich schon seit Jahren, das Limit von der Kreditkarte zu knacken. Und heute habe ich das zum ersten Mal geschafft. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich habe schon immer gewusst, wenn das jemand schafft, dann bist du das. Aber ohne dich hätte ich das nie gemacht. Carla, gehst du bitte noch mal mit mir shoppen? Na klar, wann immer du willst. Ja, ist ganz schön anstrengend, jetzt Geld auszugeben, oder? Danke für die Mühe. Ach komm, du hältst dich doch ganz tapfer. Ja, ich wäre trotzdem dankbar für eine kleine Pause. Was haltet ihr davon? Hm? Frische Austern und Champagner am Schneiders? Cool. Hm? Ach, guck mal, ein Taxi. Hallo, Taxi!
Na fein. Das ist doch Timing, hm? Ach. Hi, Carla. Ihr habt ja mächtig zugeschlagen. Hallo, Evelyn. Na, willst du auch einkaufen? Nein, ich bin auf dem Weg zum Flughafen. Meine Maschine geht in einer Stunde. Ein Angebot aus Dublin. Oh, du willst uns also verlassen? Ja, endgültig. Eine Frage habe ich allerdings noch. Wer ist eigentlich diese Assistentin, die noch unbedingt mit mir sprechen wollte? Hast du noch mal darüber nachgedacht? Über deinen großen Entschluss? Hey, Nico. Noch ist es nicht zu spät. Und bevor du einen Fehler machst... Okay. Ja? Nehmen wir einmal ganz kurz an, rein theoretisch ist es ein Fehler, mich von Andi wegen Jana zu trennen. Und? Dann hätten wir immer noch ein Riesenproblem. Ich wüsste nicht welches. Ich habe Jana versprochen, mich von Andi zu trennen. Du warst total durch den Wind. Und darauf kannst du dich immer berufen. Außerdem, Jana wollte dir doch zuerst sowieso nicht glauben. Was ist das denn bitte für ein Argument? Nico, überleg doch mal, wenn du jetzt einen Rückzieher machst, dann denkt Jana, sie kann sich auf keinen mehr verlassen. Aber die beiden lieben sich. Und wenn man einen Menschen liebt, sollte man doch zu seinen Gefühlen stehen. Oder siehst du das anders? Man kriegt nicht immer, was man will. Ja, okay, aber es wäre doch schön, wenn die beiden wieder zusammen... Noch so eine Enttäuschung verkraftet Jana einfach nicht. Das ist doch lächerlich. Jana ist kein kleines Kind mehr. Könnt ihr jetzt mal bitte aufhören? Ja, siehst du, durch deine Ratschläge, da verwirrst du Nico noch zusätzlich. Ja, du mich auch. Aber wir wollen doch nur helfen. Toll, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Was soll das heißen? Das war alles nur ein Missverständnis. Diese Assistentin hat doch ausdrücklich darauf bestanden, noch mit mir persönlich zu sprechen. Ja, das klingt vielleicht jetzt alles etwas merkwürdig, aber wir haben eine sehr ehrgeizige Praktikantin. Maus, lass uns doch schon mal ins Schneiders vorgehen und diese Austern antesten, hm? Komm. Später. Ich denke, ich kann Ihre Frage beantworten. Vanessa, ich denke, das ist keine gute Idee. Da bin ich aber gespannt. Ich habe mich als Carlas Assistentin ausgegeben. Aha. Und warum? Haben wir uns nicht schon mal irgendwo getroffen? Nicht, dass ich wüsste. Ja, wie Sie meinen. Und worüber wollten Sie mit mir sprechen? Das hat sich erledigt. Was soll das heißen? Verschwinden Sie einfach. Fahren Sie zum Flughafen, steigen Sie in Ihren Flieger und mischen Sie sich nie wieder in die Ehe meines Vaters ein. Verstanden? Wie bitte? Ich glaube, Sie verstehen nicht. Sparen Sie sich Ihre Ausreden. Vanessa, bitte. Sie können probieren, was Sie wollen. Aber niemand kann meinen Vater und Carla auseinanderbringen. Niemand. Und jetzt verschwinden Sie endlich. Tja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden. Und euch mit eurer Scheinheiligkeit allein zu lassen. Ihr beide habt euch wirklich sowas von verdient. Ach, bevor ich's vergesse. Ihre Stiefmutter ist wirklich fantastisch im Bett. Wir können. Was meinte sie damit? Mit Dublin? Wird geschäftlich irgendwie unterwegs sein. Dad, was meinte sie mit ihre Stiefmutter ist fantastisch im Bett? Ach, Engelchen, du weißt doch, ich meine, wenn Frauen Daddy nicht erobern können, dann flippen die aus. Das ist eine Überreaktion. Bernd, hör doch endlich mit diesem Theater auf. Sag Vanessa die Wahrheit. Ich kann die Kalkulation nicht finden. Tja. Naja, ich möchte Sie auch nicht mit meiner unmaßgeblichen Meinung langweilen. Viel Spaß beim Entscheidung fällen. Ich fliege morgen nach Singapur. Ach. Ich dachte, es liegt im Interesse des Grafen, wenn ich so schnell wie möglich recherchiere. Bitte, ich möchte nur eine Chance, um meine Vertrauenswürdigkeit zu beweisen. Ja?
Ich musste dich einfach sehen. Hast du geweint? Andi, ich muss... Ist schon okay. Ich will mich auch nicht mit dir streiten. Ich auch nicht mehr. Und... Nico, ich liebe dich. Eine Ménage à trois? Zu dritt. Du. Und diese Evelyn? Wieso laut? Angelo, könnte ich bitte noch einen Espresso zum Champagner haben? Wie Sie wünschen. Vanessa, wenn das an die Presse kommt, gibt es einen Skandal. Mein Vater ist leider nicht so tolerant und aufgeschlossen wie dein Vater. Tja, so bin ich nun mal. Und ich muss sagen, also diese Nacht mit diesen beiden, die war... Ach, bitte. Keine Details. Eltern werden auch immer schlimmer. Ist alles klar? Ja, halt mich einfach nur fest. Ich lass dich nie wieder los. Gut. Ja, einverstanden. Ja, bis dahin. Wiederhören. Frau Jones? Ich habe mit Graf Lahnstein über Ihre Singapur-Reise gesprochen. Ah, dann ist er also einverstanden. Soweit ja. Es gibt nur eine kleine Programmänderung. Ich fliege. Aber ich... Seien Sie bitte so freundlich und leiten alle notwendigen Schritte in die Wege. Ohne dich hätte ich es keine Minute länger ausgehalten. Aber jetzt wird alles gut. Es ist aus. Wie meinst du das? Es ist aus? Ich will dich nie wiedersehen. Und so geht es weiter. Warum ziehen Sie denn nicht gleich in Ihre Wohnung ein? In Charlies Wohnung? Das ist kein angemessener Rahmen für mich. Einmal Schloss. Immer Schloss. Warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Ja, weil ich dich liebe und wir zusammengehören. Und deshalb gebe ich dich auch nicht auf. Okay, wenn du es unbedingt hören willst. Ich liebe dich nicht mehr.